Skifahren in Japan ist für viele ein Tiefschneetraum. Doch was kostet das Ganze eigentlich? In diesem Video besprechen wir die Fakten kurz und knackig und ihr könnt unten durch das YouTube-Video navigieren mit verschiedenen Kapiteln. Dabei geht es von der Anreise über Unterkünfte bis hin zu den Skipässen und wir verraten auch, in welchen Gebieten es tendenziell günstiger und in welchen es eher teurer ist. Starten wir durch. Kurz vorab 3 Hinweise. Als allererstes, jede Reise ist individuell und euer aller Budget ist individuell. Wir besprechen hier eine durchschnittliche Japan-Skireise, nicht mit Luxus in 5-Sterne-Hotels, aber auch nicht im Budgetniveau mit Hostels. Das zweite, wir besprechen die Preise zur Hauptsaison. Ihr wollt am liebsten frischen Schnee, so wie hier gerade, und dieser Schneefall findet primär im Januar, Februar und März statt. Diese Preise schauen wir uns an. Und das dritte Thema, das ist der japanische Yen, der aktuell makroökonomisch eher schlecht im Vergleich zu anderen Währungen steht. Das heißt, ihr bekommt im Vergleich zum Euro oder Dollar ganz schön viel Yen. Was Japan aktuell attraktiv macht, das kann sich aber in den nächsten Jahren auch schnell wieder ändern. Kommen wir zur Anreise, während es hier fleißig weiter schneit, und zur größten Einzelposition, die ihr bei eurem Winterurlaub in Japan einplanen müsst. Dabei gibt es 2 Flughafen, die besonders in Betracht kommen. Das ist einmal Tokio auf der Hauptinsel Honshu mit der Verbindung zu Skigebieten wie Hakuba oder auch Shigakogen, dem größten Skigebiet Japans, und vielen kleinen Gebieten wie auch Zao Onsen auf der Hauptinsel. Und der zweite Flughafen liegt in Sapporo. Dort habt ihr die Verbindung zum Beispiel nach Niseko, Rosutsu und einigen Gebieten auf der Nordinsel Hokkaido. Die Kosten für die Flugpreise variieren natürlich sehr stark und sind davon abhängig, ob ihr spontan bucht oder lang im Voraus, von wo ihr fliegt etc. etc. Eine grobe Orientierung aus Europa sind 180.000 Yen bis 250.000 Yen. Und ihr solltet bei der Wahl eurer Airline darauf achten, dass das Skigepäck entweder inklusive ist oder ein nicht ganz so großer Zusatzpreis auf euch zukommt. Die andere Alternative ist das Ausleihen von Equipment hier vor Ort. Da kommen wir in einem weiteren Kapitel drauf. Jetzt seid ihr am Flughafen angekommen, aber noch nicht in den Skigebieten. Das heißt, wir sprechen jetzt einmal über den Transport vor Ort und nehmen dabei 3 Optionen in Betracht. Einmal Busse, dann den Zug und das dritte der Mietwagen. Busverbindungen vom Flughafen in die großen Skigebiete hier in Japan sind sehr gut organisiert, sehr effizient und auch sehr bequem. Dabei zahlt ihr ca. 5.000 bis 10.000 Yen für die Strecke und ihr habt dabei die Möglichkeit vor Ort auch zahlreiche Ortsbusse zu nutzen. Auch diese Busse sind sehr gut organisiert. Es ist eine bequeme Art und Weise, in ein Skigebiet anzureisen und von dort aus vielleicht Nachbarskigebiete mit anderen Bussen zu besuchen. Es gibt meist kein Umsteigen und das Gepäck wird mittransportiert. Das bringt uns zu einem besonderen Verkehrsmittel, dem Schnellzug Shinkansen. Der ist nicht nur sehr pünktlich, sondern eben auch sehr schnell und bringt euch in verschiedene Regionen, von denen ihr dann mit dem Bus die letzte Meile ins Skigebiet überwinden könnt. Es gibt sogar Stationen mit der Bahn, wo ihr dann die Gondel direkt neben dem Bahnhof habt, zum Beispiel Gala-Yuzawa, wo wir auch Skifahren waren. Das ist aber die Ausnahme. Der Shinkansen ist nicht gerade günstig, aber bietet natürlich ein sehr besonderes Erlebnis, wenn ihr mal so schnell und vor allen Dingen sehr pünktlich mit dem Zug anreisen möchtet. Ihr habt auch die Möglichkeit, euer Gepäck transportieren zu lassen. Dazu gibt es verschiedenste Dienste hier in Japan, die sehr effizient und in kurzer Zeit euer Gepäck von einem Hotel ins nächste transportieren. Das macht bei einer Bahnreise besonders viel Sinn, denn das Umsteigen mit dem Skigepäck ist eher lästig. Um Preise zu nennen, ist es ziemlich schwierig, denn es kommt sehr darauf an, welche Reise ihr mit dem Shinkansen buchen wollt. Um mal eine Orientierung zu geben, Tokio-Nagano kostet ungefähr 8.000 Yen, je nachdem, wann ihr bucht. Die flexibelste Möglichkeit beim Transport vor Ort ist der Mietwagen. Seid jedoch gewarnt, es ist Linksverkehr und die Schilder sind teilweise nicht lesbar. Mit Google Maps könnt ihr aber wirklich fantastisch in die Skigebiete einreisen. Und ein großer Vorteil des Mietwagens ist auch, dass ihr nicht in den teuren Orten schlafen müsst, sondern etwas draußen. Das heißt, bei den Unterkünften werden wir gleich dazu kommen, dass ihr etwas Geld sparen könnt, wenn ihr ein Auto habt und damit flexibel anreisen könnt.
Auch besonders ist, dass ihr Gebiete einfacher wechseln könnt. Das macht natürlich Freude, dann auch verschiedenste Regionen je nach Schneelage zu befahren. Ein Mietwagen hat dabei meistens Allradantrieb, wenn nicht, dann achtet darauf. Insbesondere hier auf Hokkaido ist das wichtig und Winterbereifung ist sowieso Pflicht. Die Kosten für einen Mietwagen belaufen sich bei einem mittleren SUV auf ca. 15.000 Yen pro Tag. Da kommt es ganz drauf an, welches Automodell ihr bucht. Und auch wichtig, ihr solltet euch unbedingt für das Mautsystem ETC entscheiden. Das macht das Ganze deutlich leichter, wenn ihr über Autobahnen fahren wollt. Und noch ein kurzer Hinweis aus dem Schnitt. Ihr braucht für euren Mietwagen unbedingt eine solche Übersetzung eures Führerscheins auf Japanisch. Die ist nicht ganz so leicht zu besorgen. Denkt unbedingt daran, sonst gibt es keinen Mietwagen. Blicken wir jetzt auf die Preise für Unterkünfte und dabei ist ganz grundsätzlich zu sagen, dass wir bei allen Unterkünften, die wir in Japan gebucht haben, saubere, ordentliche Unterkünfte vorgefunden haben und vor allen Dingen die Gastfreundschaft sehr hoch war. Also es war ein tolles Erlebnis, hier unterzukommen und dabei ist bei euch natürlich die Auswahl zwischen günstigeren, mittelklassigen oder teureren Unterkünften. Und in der Einordnung ist natürlich die Lage der Unterkunft enorm wichtig. Wenn ihr keinen Mietwagen habt, dann lohnt es sich natürlich nah an den Skigebieten zu sein. Das wiederum ist aber teurer. Wenn ihr einen Mietwagen habt, könnt ihr natürlich etwas außerhalb buchen, wo die Preise deutlich angenehmer sind. Blicken wir dabei zunächst auf Budgetunterkünfte, das heißt, ihr schlaft in Gemeinschaftssälen und habt dabei meist ein Bad auf dem Flur, dann reden wir bei Unterkünften außerhalb der Skigebiete so ungefähr über 5.000 Yen. Näher am Skigebiet seid ihr dann ungefähr bei 10.000 Yen pro Nacht. Wenn wir dann auf die Mittelklasse blicken, die wir meistens gebucht haben, dann sind es ungefähr 10.000 Yen pro Person pro Nacht in einer Unterkunft eher außerhalb. Und dann kann es hinaufgehen bis zu 20.000 Yen bei einer Person und Nacht in der Nähe des Skigebiets. Und der letzte Preis, das sind natürlich die Luxusunterkünfte und da sind auch in Japan nach oben hin keine Grenzen gesetzt. Also rechnet mal mindestens mit 20.000 Yen und nach oben hin kommt es einfach darauf an, welchen Luxus ihr euch gönnen möchtet. Kommen wir zum Ski-Equipment, denn bei einer Flugreise in den Winterurlaub ist immer die große Frage, nehme ich meine Ski mit oder eben nicht? Für mich ist ganz klar, ihr solltet Skischuhe, Helm, Brille, Handschuhe mitbringen in eurem normalen Aufgabegepäck. Bei den Skiern ist ein bisschen die Frage, was ihr vorhabt. Wenn ihr eine Skisafari machen möchtet und verschiedene Orte bereisen möchtet, dann ergibt es schon Sinn, seinen eigenen Ski mitzunehmen, damit man nicht in jedem Ort einzeln einen Ski ausleihen muss. Wenn ihr aber eher an einem Ort in Japan bleiben möchtet und dort diesen besonderen Schnee genießen möchtet, dann kann das Ausleihen auch Sinn ergeben, vor allen Dingen, weil die Reise dann etwas unstressiger ist, weil ihr kein großes Sperrgepäck mitnehmen müsst. Also Ski ausleihen ist dann eine gute Option und preislich reden wir da von ca. 4.000 bis 8.000 Yen, je nach Region und Skigebiet, die ihr pro Tag für Ski-Equipment einplanen müsstet. Werfen wir unseren Blick auf das Essen und Trinken in den Skihütten und den Restaurants im Tal. Eigentlich ist es so, dass in Japan ein unglaublich gutes Preis-Leistungs-Verhältnis in Bezug auf das Essen vorhanden ist. Dabei haben wir frische Qualität, extrem leckeres Essen und ihr solltet euch da in der japanischen Küche mal so richtig ausprobieren. Es ist alles wirklich lecker. Doch da kommt es jetzt sehr auf das Skigebiet an, wie die Preise dazu sind. In kleinen Skigebieten seht ihr hier mal ein paar Speisen aufgelistet. Da reden wir über Kosten zwischen 1000 bis 1500 Yen für Portionen, die euch ordentlich satt machen. In großen Gebieten mit vielen internationalen Gästen steigen die Preise immens. Dabei reden wir dann über Preise zwischen 2500 und 3000 Yen für eben diese Portionen. Es kommt also sehr darauf an, wo ihr seid. Après-Ski wird in Japan ja ganz anders gelebt. Es geht eher in den Onsen. Aber wer von euch gern Bier trinkt, mal eine kleine preisliche Orientierung. 500 Yen kostet in kleinen Skigebieten ein gezapftes Bier. Circa 1000 Yen bezahlt ihr in den großen Skigebieten. Ihr merkt also große preisliche Unterschiede, je nachdem, wo ihr hier zum Skifahren hinfahrt.
Und zu guter Letzt blicken wir auf die Skipasspreise und da gibt es eine gute Nachricht. Grundsätzlich sind die Preise für die Skigebiete und Lifttickets in Japan günstiger als im internationalen Vergleich, insbesondere wenn wir auf Nordamerika blicken. Doch hier liegt es ganz stark daran, ob ihr auf ein international bekanntes Skigebiet wie zum Beispiel Niseko oder Hakuba setzt oder auf kleinere bis mittelgroße Gebiete, die nicht ganz so bekannt sind. Außerdem gibt es häufig die Möglichkeit, 4-Stunden-Pässe zu kaufen oder in großen Regionen und Tälern wie Hakuba einzelne Gebiete, wie hier zum Beispiel das Skigebiet Cortina, als Einzeltagespass zu kaufen und nicht den großen, etwas teureren Talpass zu kaufen. Kommen wir zu den Zahlen. Insbesondere bei kleinen, japanisch geprägten Skigebieten, die international nicht so bekannt sind, kommen wir zu sehr guten Skipasspreisen. Dabei reden wir von 4.000 Yen bis hin zu 6.000 Yen, also sehr angenehmes Preisniveau. Wenn es aber dann zu den bekannteren Skigebieten kommt, dann sind wir eher wieder bei Preisen, die sich den Alpen angleichen. Konkret reden wir da ungefähr zwischen 10.000 bis 12.000 Yen. Und natürlich gibt es auch Skigebiete, die dort in der Mitte liegen. Unbezahlbar bei all dem bleibt dieser Schnee hier. Und das ist, was den Reiz an Japan ja so besonders macht, der Jippao. Wir hatten heute einen fantastischen Tag. Es ist ein besonderes Erlebnis und ich glaube, für all diejenigen unter euch, die mal eine andere Kultur und Skifahren auf einem anderen Niveau, was den Tiefschnee angeht, erleben möchten, ist Japan mit Sicherheit eine Reise wert. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ein nächstes ist genau hier verlinkt. Vielen Dank an Linus hinter den Kulissen und euch eine sehr, sehr gute Skisaison. Vielleicht auch mit einem Trip nach Japan. Ciao!